Strange are the echoes of this night, a hollow dream in this hollow room. Strange is the absence of the light. April 2008. Die Ermittler aus Erding suchen nach Beweisen, dass Dr. R. zum zweiten Mal getötet hat. Dann meldet er sich überraschend bei seinem ehemaligen Therapeuten und Freund aus dem Allgäu. Monate später hat er mich mal angerufen, kurz nach Ostern. Ja, unerhört, die Polizei, die lassen einen nie in Ruhe, wenn man einmal im Gefängnis war. Und jetzt ist ein Bekannter von ihm ermordet worden und jetzt haben sie gleich ihn wieder auf dem Kieker. Ne? Und wie er das so erzählt hat, war mir sofort klar, das war er. Die Art, wie er es erzählt hat, das war unaufrichtig. Also ich habe gemerkt, da stimmt was nicht. Und ich habe mir dann die Zeitung geholt, hier, die Allgäuer, um zu sehen, ob ich da was finde. Fand ich tatsächlich auch einen kleinen Artikel, da irgendwie Tote in Kirchrasch und so weiter. Und die Polizei bittete um Hinweise. Ich habe dann angerufen und gefragt, ob der zufällig in den Kopf geschossen wurde, der Herr, der Getötete. Ja, dann war die Polizei erstmal ganz hektisch am Telefon und gesagt, ja, das ist der Täter, Wissen und so weiter. Ich gesagt, ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass ich weiß, wer es war. Sie sollen sich melden. So, und dann haben wir ausgemacht, wir fahren mal da hin, wir haben einen Vernehmungstermin vereinbart. Und an dem Tag kommt dann wieder einer von dem Dr. Bayenburg bei uns, der uns mitteilt, sein Patient hat sich angekündigt, der kommt heute noch bei ihm vorbei und muss mit ihm reden. Bei einigen Kollegen sind dann wirklich die Alarmglocken losgegangen, die haben gesagt, boah, fahrt jetzt der dann auf und wir haben noch mehr einen Mord. Ja, und dann ist es ganz hektisch geworden, ja, ob ich eventuell mich da verkabeln lasse. Ich habe gesagt, ja, habe ich kein Problem mit. Dann bin ich nach Kempten gefahren. 2 Kollegen sind am Flughafen gefahren, sind mit dem Hubschrauber nach Kempten geflogen, wir sind mit dem Auto hinten nachgefahren. Wir haben ein Sondereinsatzkommando dabei gehabt. Wir wollten einfach dieses Treffen überwachen, wir wollten einfach verhindern, dass dem Dr. Bayenburg was passiert. Wir haben alle Möglichkeiten in Betracht gezogen, größtmögliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, Technik eingesetzt und auch tatsächlich Zugriffskräfte in der Nähe eingegraben, wie man so schön sagt, im Gelände eingegraben, sodass also innerhalb kürzester Zeit eine Intervention auch nicht möglich gewesen wäre. Dann haben wir da geredet, da hat er aber natürlich auch nicht zugegeben. Aber er hat einen ganzen Haufen Lügengeschichten über den Ermordeten erzählt. So insofern war es dann doch, glaube ich, ganz interessant für die Polizei, das zu hören und dass sie auf der richtigen Spur sind halt mit ihm. Ne? In dem 2-stündigen Gespräch hat unser Dr. R. die Situation beklagt, dass sein Freund tot aufgefunden wurde. Aber er kann sich dem Eindruck nicht entziehen, dass ihn die Polizei möglicherweise verdächtigen würde. Und es ist doch alles so ungerecht. Er ist ja auch schon verurteilt, obwohl er die Tat in Hessen damals nicht begangen hatte. Er ist einfach ein Opfer der Justiz und jetzt gerät er wieder in Verdacht. Zum Ende hin hat plötzlich der Dr. R. ein anderes Gesicht gezeigt. Er war nicht mehr das Opfer, sondern er war jetzt derjenige, der Forderungen an seinen Psychologen stellte. Der sagte, wenn die Polizei an dich herantritt, dann gibst du mir ein Alibi, dann sagst du das und das. Und plötzlich war die Situation eine ganz andere, sodass in der anschließenden Vernehmung unser Zeuge wörtlich sagte, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich begleite ihn seit Jahren, aber ich kenne diesen Menschen nicht. Bitte sagen Sie mir, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind, wer das wirklich ist. Traurig, mein letzter Fall sozusagen, der ging ja schwer daneben. Wenngleich er ohne mich jetzt auch nicht besser geworden wäre. Also so ist es auch wieder nicht. Aber geholfen hat es offenbar nichts. Ja, da bin ich ihm aufgesessen. In
vielerlei Hinsicht erfüllt er das Profil eines narzisstischen Betrügers. Das Lügen, das Betrügen, das Manipulieren zieht sich durch und ist ein fest verbauter Bestandteil seiner Persönlichkeitsstruktur. Aber diese dunklere Seite, die noch destruktivere Seite, die Aggression, das Töten, ist etwas, das sich phasenweise zeigt. Schauen wir genauer hin, was sind die Phasen, die diese Gewalt bei ihm auslösen? Narzissten dieser Art haben einen Durst nach Anerkennung, aber die negativen Auswüchse des Narzissmus sind wie Entzugserscheinungen, die sich erst zeigen, wenn die Droge der Bewunderung wegfällt. In Momenten, in denen es Rückschläge gibt, in Sackgassen, zeigt sich etwas, was man eine narzisstische Kränkung nennt. Und das sind die Momente, die manchmal zu Extremreaktionen führen. Die Ermittler sind hochgradig alarmiert. Sie wollen Dr. R. jetzt so schnell wie möglich festnehmen. Mit diesen ganzen Informationen war natürlich auch immer ein Druck, weil wir wollten natürlich auch nicht riskieren, dass der Dr. R. einen weiteren Mord begeht. Also wir haben uns auf den Standpunkt gestellt, der Dr. R., der geht über Leichen. Es sind halt dann so viele Mosaikbausteine zusammengekommen, dass man sagen kann, der ursprüngliche Verdacht, das Bauchgefühl hat sich dann wirklich verstärkt zu einem ganz dringenden Verdacht. Es war klar, wir nehmen den an dem Tag fest. Wir haben natürlich vorher abgeklärt gehabt, seinen Weg in der Arbeit, in die Praxis. Wir haben gewusst, er geht vorher immer mit seinem Hund spazieren. Und wir haben gewusst, wann er Arbeitsbeginn hat. Und zu dem Zeitpunkt waren wir halt da. Der Dr. R. war für uns aufgrund seines rücksichtslosen Vorgehens durchaus als gefährlich einzustufen. Auch so, dass er möglicherweise bei seiner Festnahme die Schusswaffe, die er möglicherweise noch in seinem Besitz hat, auch einsetzt. Und deswegen war es hier wichtig, mit Spezialeinsatzkräften die Festnahme durchzuführen.